Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es wird kontrovers. Und das liegt tatsächlich nicht an uns diesmal. Nein, das liegt an den Themen und an euren gesammelten Kommentaren, wo wir mal ein bisschen darauf eingehen. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind. Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, wird ja nicht schlimm, ne? Also wir bleiben natürlich trotzdem bei unserem Lieblingsthema Texas, Leben, Arbeiten hier in den USA. Ja, aber wir merken auch, dass die Kommentare, also jetzt muss man ja auch sagen, wir provozieren ja auch manchmal extra, ne? Allein schon um so ein bisschen Community zu sticheln. Ja, wisst ihr das? Ich meine, wir mögen unseren Kanal und wir mögen das, was wir tun. Wir lieben euch und all sowas. Und wir brauchen halt tatsächlich Kommentare von euch, um weitere Reichweite zu bekommen. Und manchmal muss man euch dann so ein bisschen pieksen. Provozieren, wolltest du sagen? Pieksen. Nein. Also die gesammelten irgendwann mache ich mal ein Video, wo ich in die gesammelten Kommentare gehe. Da sind so Klamotten bei, wo ich denke, alter Schwede. Weißt du, da lästern die über das Bildungssystem, da kommen wir auch noch zu heute. Und dann schreiben die aber, als hätten die überhaupt gar kein Bildungssystem gehabt. Ja. So, aber ist egal. Wir wollten ja anfangen. Nein, lass uns direkt dabei bleiben, weil... Bildungssystem? Nein, bei den Kommentaren und bei dem, was wir momentan so mitbekommen, auch auf anderen Kanälen, nämlich dieser Amerika-Hass, der momentan produziert wird. Warum auch immer, macht mir gerade echt ein bisschen Sorgen und darüber müssen wir reden. Also mir macht das keine Sorgen. Ne? So Anti-Amerikanismus gab es ja schon immer im deutschen Lande. Ne? Ja. Es wird halt gerade so ein bisschen forciert, ne? Die USA schlecht stellen zu lassen. Also so extrem forciert, also so obviously forciert. Ne? Alles in eine Richtung zu schubsen. Ja, das fängt damit an, dass Berichte komisch geschnitten werden, dass die Hälfte ausgelassen wird, wenn jemand interviewt wird. Dann wird nur das genommen, was man verkaufen möchte. Ich weiß, das ist normales deutsches Bildungsfernsehen, aber das macht mir trotzdem Sorge, weil dann kriegen wir die Fragen, ist das wirklich so schlimm in Amerika? Und es ist nicht so schlimm in Amerika, ganz im Gegenteil. Es ist so schön hier, es ist so wunderbar und ich kann den ganzen Tag schwärmen. Ja, das stimmt schon. Also mir ist aufgefallen, die Leute, die kommentieren, ne? Die kann man in gewisse Gruppen einteilen. Ne? Und die kann man nicht nur in gewisse Gruppen einteilen, die kann man auch in gewisse Kanäle einteilen. Also auf TikTok wird anders kommentiert als auf Instagram. Und auf Instagram wird anders kommentiert als auf YouTube. Also das ist so ein Niveau-Limbo, ne? was da runtergeht. Aber die Tina hat schon recht, ne? So diese Unsicherheit, die ist schon groß. Ne? Du hast zum einen die nachfragen, ist das wirklich so? Also die sich echt fragen, Ja. kann das überhaupt stimmen? Ne? Ja. Und dann gibt es aber auch Leute, die grundsätzlich alles glauben, Ja. ne? Und dann auch in den gleichen Kanal immer reinpfeffern. Und dann gibt es noch die, Entschuldigung, letzte Gruppe sind die schon lange, also die Deutsche sind und schon lange hier in den USA leben. Und die sind teilweise am schlimmsten, weil die natürlich alles besser wissen. Ne? Die glauben, weil sie schon lange hier sind, wissen die, wie das in den USA ist und wie das in Deutschland ist. Die sind aber schon so lange hier in den USA, Das dass nicht mehr wissen. die vergessen haben oder dass die gar nicht wissen, wie das jetzt gerade in Deutschland ist. Ne? Ja. So, aber da gehe ich mal ein andermal auf ein, über die verschiedenen Arten der Kommentatoren. Vielleicht mache ich da noch mal ein Bildungsvideo zu. Das Problem ist, dass halt auch ganz oft mit so gefährlichen Halbwissen hantiert wird, um dann wirklich Amerika schlecht zu machen. Ich gebe euch ein Beispiel. André hat letztens einen TikTok gemacht und dann war ein Kommentar, ja, du kannst auch alles schön reden, ihr habt 37 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind. Und das ist richtig, Gut. Aber, und jetzt kommt das Aber, es sind knapp 11% der Bevölkerung. In Deutschland sind es 17 Millionen, was 21 oder 22% der Bevölkerung ausmacht. Ich hoffe jetzt, dass das fundiert ist, weil sonst gibt es gleich wieder Kommentare. Nein, das stimmt gar nicht, was du sagst. Doch, es ist recherchiert. Ich habe es extra für diesen Kommentar recherchiert, weil sowas geht mir so auf den Sack, dass man etwas einfach nur ohne den Zusammenhang herstellt, einfach so kommentiert. Weil im Grunde genommen, ja, es ist super schlimm. Armut ist super schlimm auf jedem der Kontinente. Aber es ist hier nicht so viel schlimmer. Ganz im Gegenteil. Momentan, leider Gottes, ist es so, dass es hier sogar ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Ich weiß jetzt schon die Kommentare so, ja, bei euch in der Gegend vielleicht, aber doch nicht da und da. Nein, wir reden von komplett USA. 17 Millionen in Deutschland, 37 Millionen in den USA. In dem Verhältnis 84 Millionen in Deutschland und 330 Millionen in den USA. Ich bin mir sicher, es schreibt einer 328 Millionen 400. Ist egal.
Egal, also die Kernaussage ist ja gleich. Ne? Also alles, was hier in den USA passiert, ne? Wir können das immer nur so berichten, wie wir das empfinden und wie wir das mitnehmen. Ne? Also wie das jetzt in Kansas ist oder in Wisconsin, weiß ich nicht. Ne? Wir nehmen ja immer nur die Schwingungen auf, die wir hier haben aus unserem Umfeld. Ne? So, und die sind halt exorbitant anders als das, was in der deutschen Presse steht. Ne? Wir tauschen uns aber auch noch aus mit anderen Experts, die hier leben und die vielleicht sogar auch im Content-Creation-Bereich unterwegs sind und die genau diese gleichen Sachen feststellen. Eben, dass sehr viel erzählt wird, ohne Wissen, einfach nur, um den Traum von anderen kaputt zu machen oder den Traum von anderen mies zu Ja, ich glaube, reden. das ist einfach ein bisschen Neid auch, ne? Irgendwie, ja doch, das ist so, weißt du, die Leute gucken ja den Kanal, die gucken ja auch Auswandervideos. Ja. Warum gucken die die? Weil die ein bisschen träumen davon, wie das Leben woanders ist, ne? Weil die so ein bisschen Exotik haben wollen oder so, ne? So, und jetzt ist da aber einer, der macht das auch noch schön. Das heißt, das widerspricht denen ja, ne? Denn die wollen ja was sehen, damit die eine Ausrede haben, warum Deutschland das geilste Land der Welt ist. Und jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, aber es vielleicht gibt noch andere geile Länder, ne? Ja. Irgendwie, und das ist schwierig für die, ne? Dann blocken die so. Und du siehst das ja auch an der Argumentationskette immer, ne? Also wenn du jetzt die Argumentation ist immer gleich. Ne? Ich habe ja mal geschrieben, Hautarzt, ne, bla bla. Ne? So, dann gab es Kommentar, da bin ich aber mal gespannt, was das wieder kostet bei euch. Ne? Und ich sage, ja, ich bin versichert, ne? Kostet nichts. Eigentlich Quatsch. Ne? Also wenn du versichert bist, hier ist das wie in Deutschland auch. Ne? So, und dann kommt, der nächste Schritt ist dann, man erfindet geile Krankheiten. Also, ja, dann warte mal ab, bis du einen Blinddarmdurchbruch hast oder einen Gehirntumor. Dann bist du pleite danach. Ja. Ich denke so, was ist das denn für eine Logik? Absolut. Auch das stimmt halt alles nicht. Das sind alles Sachen, die man entweder falsch erzählt hat, falsch dargestellt hat durch geschickte Schnitte. Wenn zum Beispiel letztens wurde ein Ausländerpärchen irgendwo interviewt und da wurde es nach der Hälfte weggeschnitten. Und zwar, wo sie gesagt haben, wie teuer das war, sie haben die Rechnung gesehen und so teuer war es, Schnitt weg. Und die konnten gar nicht mehr zu Ende sprechen und ich vermute, dass es so war. Ja, aber das war die Rechnung, die wir bekommen haben, die dann die Versicherung bezahlt hat. Also wer den Bericht gesehen hat, ne, der muss auf jeden Fall USA, Eva und Jörg folgen. Ne? Der macht das sehr gut. Ne? Irgendwie Shoutout hier für ihn. Auf jeden Fall dem lieben Jörg folgen. Und so, der hat recht gehabt. Der hat den Ausschnitt eingeblendet. Ne? Guckt da bei ihm nach. So, da war also dieses Pärchen und die haben gesagt, ja, wir zahlen ja $610 im Monat schon ein in die Krankenversicherung. Und dann war ich schwanger und dann habe ich diese Rechnung gesehen von $61.000. Ja, sie hat die Rechnung gesehen. Aber das heißt nicht, dass die Rechnung bezahlt hat. Denn hier im Staate Texas und in Florida ist das auch so, ich weiß nicht, ob das überall so ist, gibt es ein gesetzliches Maximum. Ne? Das heißt, irgendwie, wenn du hier versichert bist, ist das gesetzliche Maximum pro Person $9.200 im Jahr, die du bezahlen musst. Ne? So klar, das ist viel Geld, da machen wir uns nichts vor. Ne? Und für eine ganze Familie, also wenn du familienversichert bist hier in den USA, ist das gesetzliche Maximum $18.400. So, das sollte man wissen. Ja, aber im Grunde genommen, du versicherst dich ja so, dass du, also unsere Versicherung hat $500. Ja, aber Pro Person. Versicherung, das ist was anderes. Ja, schon, aber ich meine, du kannst das ja selber. Hatten wir schon im Video darüber gesprochen, wie das mit der Krankenkasse ist, brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Wichtig, oder der Punkt, der mir wichtig war, ist, es wird halt alles geschnitten und gedreht und so dargestellt, wie es gar nicht ist. Und Ja, wir fragen uns halt, warum. Ne? Also Ja. warum ist das so? Ne? Warum versucht man in Deutschland die USA so schlecht zu machen? Und ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen Politik ist. Ne? Denn Deutschland ist ja nun mal links. Ne? Also ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Ne? Aber selbst mit der CDU habt ihr eine linke Regierung da drin. Das ist zumindest meine Meinung. Und das Gute ist, ich darf die haben. Und das Schöne ist, ihr könnt das nur mit Kommentaren widerlegen und könnt nicht direkt hier anmauen. Das werdet ihr auch tun. So, und hier ist halt jetzt eine rote Regierung. Also rot ist hier Republikaner, falls das keiner weiß, ne? Mit Donald Trump. So, der sicherlich kontrovers ist und mit dem man sicherlich nicht einer Meinung sein muss. Aber ich vermute mal, dass das ganz stark, also in Deutschland, die Medien sind fast alle links. Ich wüsste keinen, der da nicht gestreut ist. Ne? Guckt hier Funke-Medien. Ich will gar kein Deutschland-Bashing machen jetzt, ne? Sonst kriege ich wieder Blutdruck. nein, aber ich denke auch, es ist halt irgendwie so dieses, wir sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Genau. Und das geht mir ziemlich auf den Zeiger, weil es gibt hier so schöne Sachen, die wir auch in der letzten Zeit erlebt haben, die auch wiederum wahrscheinlich sehr kontrovers dargestellt werden, wie zum Beispiel Rodeo. Oh ja, das war sehr geil. Rodeo ist so schön. Wir waren letztens beim Rodeo und Am Wochenende gibt es übrigens den Film dazu. Ne? Da setzen wir uns nicht im Garten, sondern wir nehmen ja immer die Kamera mit. Ja. Und ich habe ein bisschen was gefilmt, Tina hat ein bisschen was gefilmt, wir haben es zusammengepackt. Nächstes Wochenende am Sonntag, 18 Uhr, gibt es auf jeden Fall was Rodeo zu sehen. Unter anderem, wir haben noch mehr, ne? Also jetzt den ganzen Film Rodeo war langweilig. ja, und ich meine, ich weiß, was da auch oft die Stimmen sind und das war bei mir beim allerersten Rodeo tatsächlich genauso, dieses, oh mein Gott, mir tun die Tiere leid.
Aber heute sehe ich das ein bisschen anders. Es ist halt nicht so, dass die Tiere extremst lange gequält werden. Überhaupt gar nicht. Die werden gekitzelt. Also ich sage mal so, die kriegen die Eier schon abgebunden. Ne? Sagen wir mal, wie es ist. Ne? So, die kriegen so einen Gurt um die Eier, die stehen nicht stramm und der will den Gurt loswerden und darum bockt der so. Ne? Ja. Dass das nicht angenehm für die Tiere ist, bin ich völlig bei euch. Ne? Ist das jetzt harte Tierquälerei? Ja, in den 3, 4 bis 8 Sekunden schon. Ja, aber ganz ehrlich, Dressurreiten, jetzt mal ganz ehrlich, englisches Dressurreiten, wo das Pferd die ganze Zeit geschlagen wird, das ist genau so eine Tierquälerei. Da bin ich bei dir. Und auch in Deutschland betriebene Sportarten, wo das Tier eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Ne? Absolut. Insofern können wir uns darauf einigen, dass wir alle nicht besser sind. Und was aber bei dem Rodeo so schön ist, ist nicht nur dieses, was ihr denkt, was Rodeo ist, das mit dem Pferd, nämlich das Ganze drumherum. Die Kirmes, also der Zusammenhalt, das Community, Fahrfest, genau. Es ist einfach super schön. Wir haben einen Schönheitswettbewerb gesehen. Ich habe den nicht gewonnen. Ey. Ich habe gesagt, ey, was ist los hier? Aber nur ein Mädchen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich fühle mich heute als eine. Was ich da einfach so krass fand, war so ein bisschen Kultur. Ja, Amerikaner haben Kultur. Verstehen wir die? Ist die alt? Nein. Aber diese Kultur ist nun mal da, unwiderlegbar da. Das ist halt typisch amerikanisch. Ich mag da widersprechen. Also ich weiß gar nicht. Weißt du, die Leute sagen, ja, die haben keine lange Kultur, ne? Aber weißt du, die haben Kultur seit 1700 Schlag mich tot, ne? Ist halt so, ne? Und ich finde, wenn man das mal hochrechnet, ist das schon auch lange, ne? Ja. Also auch die Amerikaner, die US-Amerikaner für die Klugscheißer da draußen. Ich weiß, Amerika besteht nicht nur aus USA. Ist das natürlich schon Tradition, ne? Ja. Also das Rodeo ist eine Tradition. Und wie Tina sagte, das Rodeo an sich, also dieses Reiten, ist 1,5 Stunden an einem Abend, ne? So, aber ansonsten geht das morgens um 10 Uhr los und endet bis spät in der Nacht mit dem Tanzen, ne? Richtig. Und du hast zwischendurch für die Kinder diese Schafe, wo die sich auf die Schafe setzen und dann abgeschüttet werden. Die Schafe mögen das aber auch nicht. Ja, ich glaube, die Kinder mit. Ja, aber das macht halt Spaß, weißt du? Das ist halt hier so und das ist dann okay. Und ich sehe es lieber, dass ein Schaf irgendwie von einem Kind für 2 Sekunden geritten wird, als dass ein Schaf irgendwo gequält wird. Na, absolut. Aber da bin ich völlig bei dir. So, das Problem, was ich ja sehe, ist, die Deutschen verstehen nicht, das eigentliche Fest, da geht es um Nationalstolz. Ne? Richtig. Also man ist ja, das werde ich auch in dem nächsten Video sagen, ne? Das ist einfach so, man ist vereint unter dieser Fahne. Ne? Die sind einfach so fucking stolz auf diese Fahne, denn die Fahne verbindet die Menschen hier. Weißt du, du kannst irgendwie Mexican Heritage sein oder, weiß ich nicht, rumänische Heritage sein. Wenn du hier Citizen bist, unter dieser Fahne bist du mit allen verbunden. So, und das merkst du ganz extrem beim Rodeo. Ne? Also klar, beim Rodeo, da betest du zusammen. Ne? Und bei dem letzten Rodeo, wir waren auf so einem Dorfrodeo. Ne? Also nichts Großes, sondern wirklich wie so ein kleines Fahrfest. Zauberhaft gemacht, die brezeln sich alle raus bis zum geht nicht mehr. So, und normalerweise ist da mal einer, die singt dann die Nationalhymne. An dem Tag jetzt hat keiner die Nationalhymne, sondern die haben alle zur gleichen Zeit die Nationalhymne gesungen. Ohne Musik im Hintergrund, jeder kannte den Text und alle fühlten sich vereint. Ja. Und das ist etwas, weil in Deutschland als sehr seltsam angesehen wird, weil sobald du in Deutschland ja die Fahne rausholst, bist du sofort in eine rechte Ecke geschubst. Ne? Absolut. Und das tut mir auch leid. Auch das ist kontrovers, weil ich denke, das ist ein super schönes Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, das haben wir schon in so vielen Videos gesagt, dass ich das liebe, dieses wir sind gemeinsam, alle füreinander. Da geht es gar nicht darum, jemanden auszuschließen, sondern es geht darum, alle zu integrieren und wir stehen alle unter einer einzigen Fahne. Nicht 15 verschiedene Fahnen, sondern eine einzige Fahne für alle. Und das liebe ich. Das ist einfach schön. Weißt du, an den Armen zumindest hält man zusammen. Also die halten sowieso hier mehr zusammen, finde ich, als die Deutschen, die so zerstritten sind untereinander. Das ist so. Aber ich finde auch, also das wird halt immer kontrovers diskutiert, auch bei uns auf dem Kanal. Ne? Weißt du, das erste Argument ist immer Tierquälerei oder dann, ja, die Amerikaner und ihre Fahne. Ja, also ich finde das gut. Ja. Das ist einer der Pluspunkte dieses Landes hier, dass man diese Fahne ehren darf. Und das hat nichts mit Mega-Nazi oder was zu tun, darf man gar nicht sagen. Darf man gar nicht sagen. Piep ich weg, sonst gibt es wieder bei YouTube Ärger. Ja, richtig. Insgesamt, also Rodeo ist was Wunderschönes. Es ist mehr als das Reiten. Es ist Community, es ist Essen, es ist Trinken, es ist, weiß ich nicht, da fährt so ein Zug rum mit so Tonnen, wo die Kinder reingesetzt werden. Auch total niedlich. Ja, das ist wirklich so. Das ist wie früher, als ich Kind war, wo die Fahrfeste gab, da war das genau so, nur dass am Ende keine Bullen geritten wurden. Ne? Das ist klar. Ne? Ob der Pastor da, das spare ich mir. Den Witz kenne ich mir.
Aber das ist tatsächlich, also das erinnert mich schon an so ein kleines Dorffest, ne? Irgendwie fängst du morgens an, ne? Gibt's ein bisschen Kindershishi, die Ballettschule führt auf, ne? Ja, Und was, ne? so wach. So, und am Ende gibt's halt das große Event und das ist halt dann das Reit. So, das ist halt, wird wirklich kontrovers diskutiert. Da ich versuche nur Aufklärungsarbeit zu machen, denn das ist wirklich schön. Und wenn ihr irgendwann mal hier seid, ob in Colorado, in Texas, in Colorado gibt's auch gute Rodeos, solltet ihr da hingehen. Mein Gott, ey, packt euch nicht in Watte. Das ist Ja. halt ein Rodeo und es ist nicht alles weichgespült hier. Genau. Und so richtig doll verletzt wurde auch noch nicht wirklich. Ja, Ja, jetzt aus bei uns sonst das gar nicht. Da, wo wir waren, auf dem Dorffest, na Gott, auf dem Dorffest, das ist jetzt auch kein super anspruchsvolles Rodeo, wo es um zigtausende Dollar geht als Preisgeld. aber die kriegen schon Preisgeld da, ne? Also der hat ja schon gesagt, ne? Also die Leute, die da, das ist halt wie so ein Rodeo-Zirkus, ne? Und um die zu motivieren, kriegen die Reiter da natürlich auch Preisgeld, wenn die gewinnen, ne? Das ist Gürtelschnall. und Gürtel. Das ist traditionell. Also das ist schon so. So, das nächste Thema ist halt tatsächlich, und das ist ein Dauerbrenner-Thema, ist Bildung. Ne? Ja. Also wer uns ja auf den anderen Social-Media-Kanälen folgt, der weiß, wir machen gerade College-Touren. Ne? So, und das ist immer die Gegenüberstellung von deutschem Bildungssystem und US-amerikanischem Bildungssystem. Und was vorweggeschickt, ne, bevor wir jetzt erklären, wie der Status ist und wie das hier läuft, wie so unser Eindruck ist davon. Ganz kurz, wenn ihr hier auf diesen auf diesen Kanälen, unsere Kanäle, kommentiert, dann dürft ihr das gerne machen. Ne? Das Einzige, was ich immer lösche, ist, wenn es wirklich übelste Beleidigung ist. Und wenn es Vergleiche mit der NS-Zeit gibt, ne, die wir jetzt auch schon hier häufiger hatten, ne, wo ich sage, okay, das dulde ich nicht, das geht auch gar nicht. Ne? Und was ich amüsant finde, was der wahrscheinlich nicht amüsant findet, ist, wenn du so Leute hast, die über das amerikanische Bildungssystem meckern, wie schlimm das dann ist, aus dem deutschen Bildungssystem kommen und dann aber so schreiben, als hätten die kein Bildungssystem besucht. Ne? Und das finde ich sehr amüsant, das lasse ich auch stehen, weil das ist ja ein Aushängeschild, das sagt viel über euch aus, nicht über mich. Das Bildungssystem kostet in den USA. Und das ist so das erste rote Tuch, wo ich dann ständig höre so, oh mein Gott, aber du musst so viel für das Bildungssystem bezahlen und das College ist so teuer. Ja, Privatschulen sind sehr teuer. Privatschulen sind aber auch in Deutschland sehr teuer. Und das fängt auch schon mit Privat-Highschool oder Privatgymnasien in Deutschland an, die auch sehr, sehr teuer sind, bis hin zu Privatunis. Deswegen lass uns doch einfach mal über staatliche Schulen sprechen. Und die staatlichen Schulen in-state, also wenn du in deinem eigenen Staate studierst, dann ist das, du musst es immer noch bezahlen, aber was alles inkludiert ist, das sagen dir die wenigsten, weil dann sieht das auf einmal alles ein bisschen anders aus. Es gab ja eine Tante, ne, denn die wusste auch alles, ne? Weil irgendwie, also scheinbar nicht, aber schon. Sagt, ja, das Housing ist nie mit drin. Wo ich denke so, doch. Doch, das Housing. Also wenn wir die Preise hier nennen, ne, das ist unsere Erfahrung, ne, dann ist das immer all-inclusive. Also Ja. außer wir splitten das auf und ich sage, pass auf, die Tuition fürs Housing, fürs Meal ist das. Aber wenn wir den Preis hier nennen, das ist ein Grundsatz für dieses Video ist, dann ist das all-inclusive. So, genau. All-inclusive ist, wir nehmen zum Beispiel die Texas State, die uns gerade interessiert. Die hat als All-inclusive Package, da ist die Tuition drin, da ist Ich Housing, muss erklären, Tuition ist die Studiengebühr. die Studiengebühr, genau, dass du deine eigenen Kurse da besuchen darfst. Dann ist da drin das Housing, also deine Unterkunft, Mealplan, dein Essen, so viel du möchtest. Dann ist da drin deine Bücher, die du kaufst, tatsächlich, die ist da mit eingerechnet. Texas State rechnet sogar noch Reisekosten mit rein, weil die wissen, dass die Schüler zu den Feiertagen immer nach Hause reisen wollen und die möchten das in dem Estimate mitgeben, damit die Eltern das auch mit einrechnen können. Dann sind wir roundabout bei ungefähr In-State Tuition bei $24.000 im Jahr, Ja, genau. was $2.000 im Monat sind. Das ist viel Geld. Ist super viel Geld. Aber jetzt überlegen wir mal, was ist denn da noch alles drin? Footballspiele, Healthcare, Tutoring, Counseling. Also Counseling ist Beratung, Karriereberatung. Da sind alle möglichen Sachen um deinen Lebenslauf, dass du das kreierst. Also Healthcare muss ich einmal kurz korrigieren. Ne? Also Healthcare war jetzt bei der, unser Hund guckt dazu, wir haben so einen Gasthund gerade. Healthcare war nur in dieser privaten drin. Also das ist nicht... Nein, die Texas State hat auch einen Anlaufpunkt, wo du hingehen kannst, wenn du was hast. so ein Nursery, da so ein Erste-Hilfe, sowas, ja klar. Also, Aber die haben jetzt nicht eine Healthcare-Versicherung. Nein. Aber die haben einen ersten Anlaufpunkt, genauso wie in den Highschools auch, wo du hingehen kannst,
So, das ist wie Betriebsarzt haben die. wie ein Betriebsarzt. Betriebsarzt. Das ist ein Betriebsarzt, da kannst du hin jederzeit, wenn dir schlecht ist, das kostet halt nichts. Ne? Der guckt, dass er dich erst versorgt oder dass er dir Tipps gibt, wo du hin musst. Ne? Ja. Das ist mit drin, das stimmt schon. So. Klar, wenn du einen Blinddarmdurchbruch hast, gehst du nicht zum Betriebsarzt. Und klar, wenn du einen Hirntumor hast, hilft dir das auch nicht viel weiter. Nur falls da wieder einer kommentieren will. Aber ich will eben das alles mit einrechnen. Und wenn ich jetzt in Düsseldorf, meinetwegen in Düsseldorf oder München oder in Hamburg auf eine Uni gehen möchte, staatliche Uni, dann muss ich mieten. Schon mal in München gemietet, Hamburg gemietet oder Düsseldorf gemietet? Dann muss ich essen. Oh mein Gott, Essen ist auch in Deutschland teuer. Ja, du kannst selber kochen, aber wir wollen es ja fair halten. Die Kinder kriegen dort gekocht. Ne? Also die Kinder gehen dort jeden Tag essen. Die müssen sich um nichts kümmern. Das ist wirklich wie ein All-Inclusive-Club quasi. Die müssen sich um nichts kümmern. Wir rechnen die Bücher dazu und so weiter. Ich frage mich, geben wir dann auch ungefähr pro Monat 2.000 Euro? Also ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Deutschland günstiger ist da. Ne? Aber du hast schon recht. Also wenn du eine Public University in-State nimmst hier, Ja. da ist die Schere nicht ganz so groß. Ne? Ja, und Das ist jetzt, so. was ich noch nicht gesagt habe, das kommt nämlich obendrauf, ist, dass die Texas State gesagt hat, die wenigsten zahlen diese 24.000. Die wenigsten. Hat ja sogar wir haben uns ja ein paar Private Universities angeguckt, ne? Weil unsere große Tochter ist schon auf einer Private University. Ne? Und gestern waren wir bei der TCU, bei der Texas Christian University. Und das ist ein Traum. Wirklich, die Universität ist ein Traum. Die Tuition ist teuer. Also das Maximale ist 82.000 oder was war das, ne? Pro Jahr. So, und ich habe ja ein provozierendes TikTok gemacht und alle so, ja, das ist ja unbezahlbar. Aber sie hat auch gesagt, da zahlen halt die wenigsten. Denn je besser du bist in der Schule, desto mehr kriegst du natürlich auch erlassen da. Ne? Bis zu einer Full Tuition. Ne? Da muss natürlich ein super Überflieger sein. Aber du kriegst da auch Stipendien. Aber so, lassen wir noch mal von einem Normalsterblichen, so wie wir irgendwie. So, das heißt, unsere Tochter würde bestimmt ein Stipendium bekommen und das Ganze reduzieren um 40% bis 50%. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dann sind wir bei $1.000 im Monat. So, nochmal, Düsseldorf, München, Hamburg. du bist jetzt aber nicht bei der TCU. Nein. Sie ist wieder zurück bei Texas State. Genau, ich bin wieder bei Public, weil wir wollen Public mit Public vergleichen. Und auf einmal ist es dann relativ ähnlich. Ja, das ist so, als wenn ihr quasi kostenlos in Deutschland studiert und eure Eltern euch ein Dussi Taschengeld geben. Oder so. Die Miete bezahlen, das Essen bezahlen und so weiter. Ne, so. Also Und dann insofern, ist die nächste Stufe der Eskalation ist ja, aber das Bildungssystem ist so schlechter. oh mein Gott, das Bildungssystem ist meines Erachtens oder die Aktualität der Bildung hier ist sehr viel näher dran am tatsächlichen. Ja, aber also da gibt es ja Kommentatoren, ne? Auch gestern, wo ich das Instagram gemacht habe, ne? Der eine Vogel, der dann geschrieben hat, du hast keine Ahnung, ist ja jämmerlich, wie du das alle verherrlichst. Ne? Das ist ganz schlecht. Die Amerikaner, die wissen noch nicht mal, was außerhalb der USA ist. So, ihr Standardspruch ist dann immer, Erzähl mir doch mal bitte, was in China so passiert. Und die ganzen, wie wie heißen sind denn die Provinzen in China? Weißt du, wie viele haben die denn? Wie viele Provinzen? Weißt du das? Weißt du auch nicht, weil das ist einfach zu weit weg für dich. Und genauso ist das bei den US-Amerikanern auch. Was interessiert die, was es in Deutschland für Bundesländer gibt und was da los ist? Das ist einfach, Deutschland ist ein Schiss auf der Landkarte. Da müsste man einfach auch mal so sehen. leider von hier aus gesehen, bis aufs Reisen, Amerikaner reisen sehr gerne nach Deutschland, aber eigentlich ist Deutschland sehr uninteressant für die. Ja, die wollen halt also für die Amerikaner ist halt dieses Alte, ne? Die Ja. alte Gebäude, so ein bisschen Gemütlichkeit, ne? Dieses Urige, ne? Ja. Darauf haben die Bock, ne? Genau. Aber Universitäten, nochmal zurückzukommen, also die Ausstattung hier, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und selbst bei staatlichen Unis, die haben Footballstadien, die haben die Schwimmmöglichkeiten. Ja, die haben Diese- irgendwas da, ne? Ja. Weißt du, die haben da für Sport Ja. das Beste vom Besten da, mit professionellen Trainern da. Die- So, und das ist einfach irre. Labore, du hast die Möglichkeit, ständig wirklich 24/7 Beratung zu bekommen, wenn du Beratung brauchst. Die hatten, das muss ich sagen, wo du Beratung hast. Die hatten bei der TCU, wo wir waren, haben die zum Beispiel einen Service, wenn die Studenten noch nicht ganz so fit sind, also wenn die Freshmen oder Sophomore sind und vielleicht noch nicht so dieses Feeling haben für Schreiben, Essays schreiben oder so, ne, dann haben die einen Service, da kannst du dein Artikel oder deinen Bericht oder dein, was sagt man, Essay da hinschicken, ne, und die korrigieren das und geben dir Tipps, wie dein Schreibstil besser ist. Ja. Und das geht rund um die Uhr, wo du innerhalb von wenigen Stunden Antworten kriegst, weil die natürlich wissen, irgendwie, du hast ein bisschen Zeitdruck und das macht dich einfach besser. Ne? Also die versuchen... Dort auch. In San Marcos. Ja, die Atmosphäre ist einfach so, dass das alles auf, hey, wir machen dich besser aus. Was auch noch geil ist, du hast einen technischen Service, weil du bist ja da quasi in einem Dorf. Das hatten die selbst bei uns in der Uni ja schon.
Naja, aber der technische Service, der hilft dir mit deinem Laptop, der hilft dir mit deinem Cellphone, das hilft dir mit deinem Fernseher, das hilft dir mit allem. Ist ein Preis mit drin, ne? Und sie hat gesagt, wenn es kaputt ist, dann kriegst du so lange ein Leihgerät, bis sie es repariert haben, ne? Genau. Also auch das weiß ich nicht, ob ich das in Deutschland irgendwie gerade. Ja, also also da hatte sie recht, wo wir bei der Private Uni waren. Die sagte natürlich irgendwie, ja, es gibt natürlich auch Public-Universitäten, die haben dann, so wie ja in Deutschland kennt, große Hörsäle und sowas, ne? Das ist hier auch verpönt, ne? Weil du einfach gar keinen Lernerfolg hast, sondern so Frontalunterricht eigentlich nur hast. So, und das haben die in den Private Universities hier nicht. Die haben alles kleine Klassenverbünde, ne? Irgendwie kleine Gruppen. Sie hat gesagt, maximal 18 Studenten pro Gruppe war das. Bei Honors. Bei Honors. Bei den normalen maximal 26, aber ein Student-Professor-Ratio von 1:14. Genau, also Und das ist ordentlich. Und das ist super. Und das auf der Texas State ist das 1:17. Was auch noch sensationell ist. Und bevor ihr jetzt kommt mit, ja, aber die Inhalte, die sind doch alle dumm, dann muss ich euch sagen, ich habe das schon mal erwähnt, in unzähligen Videos, dass einer unserer guten Freunde hier der einzige Professor an der UT in Austin ist und der mir einen Einblick gegeben hat in die Qualität des Contents, der hier unterrichtet wird. Denn der war auch Professor an der Uni in Frankfurt. Und der sagte, in Deutschland werden halt die Professoren nicht nach Leistung bezahlt, sondern einfach nur, du bist da und unterrichtest, ist mir scheißegal was und wie weit. Und hier ist das halt so, Hälfte des Lohns ist halt tatsächlich Research und darum ist der Content, also der Inhalt, der hier gelehrt wird, immer top aktuell. Das mag man vielleicht nicht pauschalisieren können, ne? Aber im Grunde stimmt das. Ne? Also das, was ich hier gesehen habe, durch die ganzen College-Besuche, die wir hatten, ne? Das ist schon irre. Ne? Also, und ich frage mich halt irgendwie, was gibt es daran auszusetzen? Klar, der Preis. Ich weiß, Preis ist super teuer. Da machen wir uns nichts vor. Aber nur, wenn du auf eine private Uni gehst. Ne? Wenn du Bleibt dabei, das ist auch so teurer. Ja, es ist nicht so teuer. Ich habe es doch gerade gesagt, wenn du ein Stipendium bekommst, wenn du immer gut geleistet hast, ja, du musst leisten, um was zu bekommen. Schön. Das triggert mich übrigens auch, ne? Weil es gab ganz viele Kommentatoren, die gesagt haben, also wie man so eine Leistungsgesellschaft gut finden kann, weiß ich nicht. Ja, Junge, wenn du faul bist, kann ich da nichts für. Wirklich nicht. Ey, dann lege ich doch wieder ins Bett und spiele Playstation und vergammel dein Leben mit deinem Bürgergeld. Aber ich mag das. Das ist für was Core American, also ich bin jetzt nicht amerikanisch, ne? Aber ich mag das halt, diese Challenge, dieses was versuchen zu erreichen. Ne? So, und wenn du mit deinem Bürgergeld im Bett liegst und nicht weißt, was du machen sollst, weil das Leben hat auch gar keinen Sinn mehr, denn du bist ja schon. Aber jetzt hast du Puls, oder? Jetzt hast du total. Ja, mir geht das um den Sack. Nein, aber Dieses ständige Kommentar. So, jetzt darfst du dich auch mal abwürgen, bevor du dich hier noch in Rage redest. Nein, ich finde eine Leistungsgesellschaft auch gut. Und wenn du viel leistest, dann bekommst du auch sehr viel hier. Das wird immer belohnt. Außer du hast einen Hirntumor oder einen Blinddarm. Nein. Dann bist du aber gefickt, junge Frau. Hey, pass auf deine Worte auch. Nein, alles im einen. Ich glaube, wir haben es so ein bisschen klar machen können. Also auch wir haben manchmal eine Kontroverse, weil ich finde nach wie vor, wenn du ein Stipendium hast, was fast jeder hier bekommt, wenn du dich anstrengst, also das ist nichts, was nur den Oberen, was weiß ich, irgendwie sondern das ist für jeden da, auch vor allen Dingen aus einkommensschwachen Familien, die werden extremst unterstützt, extremst unterstützt. Es gibt sogar schon, es gibt sogar Programme an fast jeder Uni, also überall, wo wir waren, gab es das zumindest, dass wenn du ein Kind bist aus einer Familie, wo du der erste Universitätsgänger wärst, dann kannst du hier sicher sein, wirst du hier voll supported, ne? Weil die sagen so, okay, du bist das erste Kind, was aus dieser Familie heraus ein Studium anfängt, du hast unsere volle Unterstützung. Ja, absolut. Und insofern, jetzt gehen wir nochmal, staatliche Schule. Ja, ich glaube, ich habe es vorgerechnet, dass man dann unterm Schnitt das schon vergleichen kann in Austin mit Hamburg, München oder Düsseldorf. Dass es ungefähr genauso teuer ist. Man vergleicht halt, oder wenn man das sagt, dann vergisst man halt so gerne, dass du in Düsseldorf auch leben musst. Also letztendlich ging es uns heute bei dieser Quasselrunde einmal darum, so ein bisschen Puls zu kriegen, ne? Und vielleicht nicht immer nur alles schön zu machen. Also jetzt ging es ein bisschen um die Kontroverse, so an dem Feedback, was wir bekommen. Ne? Das ist aber, jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ganz wenig. Ne? Also die meisten von euch sind tatsächlich lieb und Teil unserer Community und wir sind mächtig stolz darauf, dass wir so was Geiles geschaffen haben mit euch. Und wir treffen uns jetzt nächste Woche und morgen sogar. Ne? Morgen treffen wir uns auf ein Bierchen mit einem Zuschauer und nächste Woche kommt eine Familie hier nach Austin, mit der treffen wir uns zum Bierchen. Und dann zum Kaffee sogar mit einer. Also das ist einfach super. Ne? So, und ich bleibe dabei, wenn ihr in Austin seid und ihr mir euren Namen verratet und nicht nur ein Avatarbild sehe,
dann bin ich gerne bereit, mit euch ein Bier zu trinken. Ich bin immer interessiert, neue Leute kennenzulernen. Was ich nicht mag, ist, wenn einer User 1465,x heißt so, wann Bier? So, what the f. Hey! Language. Gleich kriege ich wieder Ärger. Also nichtsdestotrotz. Bitte kommentiert weiter und zwar viel und teilt viel, weil nur mit eurer Hilfe, wir kriegen so oft gehört, Mensch, euer Kanal müsste größer sein. Helft uns dabei. Je mehr ihr kommentiert und je mehr ihr teilt, desto mehr dürfen wir auch wachsen. Also da hätte ich echt Spaß dran. Absolut. So, ja, für uns war es das jetzt. Es wird jetzt auch ein bisschen warm wieder. Wir gehen jetzt wieder rein und ich lade diesen Film hoch und dann habt ihr quasi in Echtzeit diesen Film in YouTube. Und am Wochenende, verspreche ich euch, gibt es wieder ein paar schöne Eindrücke aus Austin. Wir waren wo waren wir denn? Gibt schon was dafür? Also Rodeo, wisst ihr ja, ne? Rodeo haben wir gemacht. Dann haben wir ein bisschen Wandertag gehabt. Ja, wir hatten Wandertag bei 42 Grad, total super. Aber ihr seht ein bisschen was von der Natur. Das war super. Da waren wir in einem wunderschönen Café am Wasser. Auch das war Teil des Wandertags. Ob du deine Obligation einhältst, so. Wir werden sehen. Henny, wie sehen. Es gibt ja noch mehr so Schwammteils. Also ich glaube, der Film am Sonntag ist so 20 Minuten. Ne? Irgendwie, ich will das nicht zu lang werden lassen, ist noch langweilig sonst. Da könnt ihr euch doch freuen. Und damit ihr auch informiert werdet, wann dieses Video hochkommt, da müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Ihr müsst die Glocke klicken, ihr müsst uns folgen, ihr müsst kommentieren, lieb kommentieren. Ihr könnt aber auch schnippig kommentieren, das ist schon okay. Dann sehen wir uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Wenn es heißt, die Achtermeyers quasseln diesmal aber über was anderes als über doofe Kommentare. Alles klar, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Bis bald. Ciao. Das Geile ist, jetzt geht der Rasensprenger los und ich werde nass. Echt, ist das Ja, so? guck da. Oh nein! Hier, warte. Da, warte, irgendwie, da, seht ihr? Da, den Rasensprenger. Ich bin auch nass. Wisst ihr was, wir machen ganz kurz Pause.